Just a few weeks ago, Kurz, the company Kurz, announced a very interesting project that they call Labor Weeks that last for many, many weeks, where they invite customers into the facility just outside Nuremberg. And yesterday, Chica and I, we arrived to Nuremberg to see what they're going to show here. And I must say it's pretty amazing. And we're talking to a lot of different people here. The first person that we're going to talk to will be in German, so we will make subtitles for it afterwards. But please welcome Michael. Michael, okay. Tut mir leid. Michael, du bist mit H+M und das ist ein Unternehmen in die Kurz-Gruppe, ja? Genau, wir sind seit 2015 zu 100% in der Kurz-Gruppe und wir stellen Prägestempel her für die grafische Industrie, um Kartons oder in diesem Fall hier Labels zu bedrucken, mit Heißfolie zu applizieren. Und ich habe so viele Mustern hier gesehen und es ist ganz fantastisch, was es möglich hier. Und H+M macht die Klischeen für die Folienprägung, ja? Genau, für die Folienprägung und für Embossing, für Hochprägung. In Kombination natürlich auch mit den schönen Effekten, wie jetzt zum Beispiel Micro-Embossing oder Nano-Embossing, was wir auch auf diesen Labels hier sehen. Kann ich dir etwas fragen? Ich muss fragen, das ist so altmodisch. Ich meine, heute dann ist alles digital. Warum soll man diesen hier kaufen? Ja, es ist eigentlich ein sehr schöner Effekt und es ist eigentlich vom Glanzgrad her und von der Folienübertragung und auch vom Hochprägen diese haptische, man kann es einfach fühlen, dass hier was passiert im Material. Und deswegen ist das nach wie vor eines der besten Veredelungstechniken, ja, meiner Meinung nach. Ich habe selber Meinung als dir. Und wenn man die Mustern hier sehen, dann ist es ganz fantastisch, was heute möglich ist. Ja. Kannst du erklären, wie funktioniert das? Was ist die Schwierigkeit mit dieser Technologie? Es wird hier generell ein Messingstempel, Messingwerkzeug in CNC-Gravur hergestellt. Wir haben hier natürlich noch viele feine Elemente innen drin. Das ist teilweise auch eine Kombination mit Lasergravur. Okay, so ist es CNC und Laser? Ja, teilweise. Okay. Die sehr feinen Elemente sind dann lasergraviert. Okay. Und wenn eine Designer so eine Design brauchen, wie übernehmen Sie diese Information von Design zum Produkt? Gut, wir kriegen natürlich da einen Datensatz von den Druckereien, wo diese Elemente dann schon dargestellt sind. Wir haben natürlich auch einen Katalog, wo diese Strukturen, diese Mikrostrukturen schon drin sind, wo man sich dann natürlich auch das entsprechende aussuchen kann, um das in seinem Design zu verwenden. Und für Designern ist es einfach, alles diese Emotionen zu kriegen, oder ist es schwer? Ja, das ist schon relativ einfach, das zu bekommen. Ja. Also das ist nicht das Problem. Okay. So, es sieht aus, dass mit H+M kriegt man gute Tools für sehr fantastische Druckprodukte zu machen. Wie siehst du selber die Zukunft für die Produkte, wie Sie produzieren hier? Also ich sehe die Zukunft sehr gut. Also das wird nach wie vor verwendet. Darüber hinaus stellen wir auch noch Zubehör fürs Prägen her. Wir montieren das auf Stahlplatten fertig montiert. Für hier zum Beispiel die Gießmaschine im Hintergrund. Und das wird nach wie vor, also auch in der Kosmetikindustrie, im Labelbereich für Spirituosen, Weine gern genommen. Ich weiß nicht, wenn es wahr ist, aber ich glaube, dass wenn man an diesem Tooling sehen, ich glaube, das ist ganz viel Konkurrenz. Oder ist das nicht wahr? Oder wo befinden H+M sich in die Konkurrenzsituation? Gut, uns gibt es seit über 50 Jahren. Wir gehören zur Kurzgruppe. Wir sind haben 150 Mitarbeiter hier in Göppingen. Wir sind natürlich auch weltweit aufgestellt, zum Beispiel in den USA, in Indien. Wir gravieren in der Schweiz, in Frankreich, in Italien, haben da unsere Werke stehen. Von dem her sind wir natürlich hier recht gut aufgestellt. Natürlich gibt es Mitbewerber, die gibt es immer, aber wir können uns da schon irgendwo als Marktführer bezeichnen. Fantastisch. Danke.